einer neuen Folge aus unserer Reihe mit United Robotics Group auf dem Weg in die Zukunft. Wir sind heute hier in Chicago und wir nehmen teil an der Messe der ADLM 2025. Und das ist die Association for Diagnostics und Laboratory Medicine. Unsere Kunden sind hier da und deswegen sind auch wir hier in Chicago. Es ist ein bisschen laut hier, aber wir hoffen, dass ihr den Vibe aus Chicago mitnehmen könnt. Ja, wir sind hier, um heute einfach mal ein bisschen über unsere Zukunft zu reden. Ja. Und Wassim, da gibt es ja einiges zu sagen, ne? Und ja, gerade in den letzten Wochen ist, glaube ich, einiges passiert. Willst du vielleicht was dazu sagen? Ich glaube, wir müssen, bevor wir über die Zukunft reden, ein bisschen noch mal die Vergangenheit kurz rausholen. Ja. Wir haben es geschafft, wir haben das MBO gemeinsam mit dir an meiner Seite, mit dem Team an der Seite, mit dem Vertrauen, auch dem familiären Vertrauen, den wir beide hatten, erfolgreich gemeistert. Ne? Wir haben jetzt die United Robotics Group gemeinsam auf neue Füße aufgestellt. Super, also das war wirklich ein Erfolg und wir haben auch mit dem Team richtig gut gefeiert. Ja, und das ist auch, wir haben ein Announcement gemacht und dieses Announcement ist weltweit gegangen. Wir wurden auf der Messe hier von Wettbewerbern wie Brooks und Co. angesprochen, dass uns wurde gratuliert, es wurde nachgefragt. Es hat sich rumgesprochen, hätte ich auch nicht so erwartet. Aber die Leute schauen auf uns, ja. Die vertrauen uns und die sind sehr, sehr gespannt, was jetzt kommt. Also es ist sehr spannend momentan. Ja, es fühlt sich auch richtig, richtig gut an. Ja. Also die Tatsache, dass wir jetzt die Firma sozusagen nach vorne bringen und auch führen können, ist wirklich für mich auch ganz persönlich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Wir freuen uns auch, dass du da bist, wirklich. Danke dir. Es macht echt Spaß. Und die Leute, ich merke auch, dass das Team so ein bisschen auch balancieren kann, so einen etwas Verrückten wie von mir oder Visionären und dann du mit deiner internationalen Erfahrung und auch das, was du schon erreicht hast, das ist eine super Kombination. Vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, vielen Dank. Ja. Aber vielleicht wollen wir jetzt noch mal auch über ein Thema reden, nämlich was wir eigentlich hier vorhaben auf der Messe. Ja. Und wir haben ja Roboter mitgebracht, ne, die auch schon auf der Messe jetzt laufen. Ja. Also ihr werdet die auch sicherlich auf den Social-Media-Kanälen finden. Ne? Folgt uns da. Also wir berichten auf jeden Fall live davon. Aber die Roboter, die wir jetzt hier haben, was sind das für Roboter? Also wir haben unser Premium-Produkt dabei, den ULab Mobile. Bei uns heißt der ULab Mobile, bei den Kunden, die wir schon installiert haben, hat er überall witzige verschiedene Namen. Ja. Ich glaube, der eine heißt auch Roberto oder Olaf und so weiter. Der ULab Mobile ist hier und den haben wir ausgepackt, den haben wir eingestellt und haben ihn laufen lassen. Ja. Und wir haben sehr gute Feedback bekommen. Wir haben aber auch neidische Blicke von den Nachbarn bekommen, weil wir schon längst fertig waren. Und er ist tatsächlich auf 2 Ständen. Einmal bei uns. Wir haben einen wunderschönen eigenen Stand. United Robotics Group, aber wir haben auch die Ehre, dass wir bei Siemens Healthineers ganz vorne super prominent sind auf dem Stand und da verbinden wir einmal das neue Produkt von denen, den CI Analyzer, den du ja super kennst, als auch das Atelica Solution Produkt von Siemens. Und er fährt von A nach B, belädt und entlädt, capt die Sachen und er zieht hoffentlich wie auch in Brüssel viele Blicke auf sich und wir hatten aus Brüssel eine super Resonanz bekommen und ich bin mal gespannt, wie viele Selfies er diesmal sammelt. Ja, das stimmt. Er zieht auf jeden Fall die Aufmerksamkeit an sich. Und was ich so toll an dem finde, ist, dass es einfach auch eine Entlastung ist für die Leute im Labor, dass das eine Robotik ist, eine Robotik zum Angreifen und dem man auch einen Namen geben kann, weil das ist ja ein Roboter, der eigentlich wie ein Kollege oder eine Kollegin mit einem mitarbeitet. Und das ist schon eine echte Entlastung. Und was ich so toll finde, ist, dass die Menschen eigentlich momentan noch gar nicht glauben können, dass sowas schon möglich ist. Das ist so Magie für die, ne? Das ist richtig, richtig toll. Also deswegen sind die alle auch sehr, sehr begeistert. Aber es geht ja auch weiter mit dem ULab Mobile, ne? Also wir wollen ja da noch viel, viel mehr erreichen. Ja, also vielleicht muss man einmal sagen, was ist unsere Grundlage dessen, was wir tun. Ich habe schon immer dafür gekämpft, auch als ich von der Automotive-Industrie gekommen bin, Robotik
AI und Menschlichkeit in einen Raum zu bringen. Ja, Auch dieses ja. Design, wie muss der Roboter mit dir sprechen, was darf die KI, was darf die Robotik in Kombination mit KI überhaupt machen, was darf sie nicht machen, damit sie auch akzeptiert wird. Und für mich ist es jedes Mal wunderschön zu sehen, wie sie, also auf der einen Seite ist es super wichtig, dass er genauso Ja. operiert wie im Automotive, also von der Genauigkeit, von der Qualität, von der Verfügbarkeit. Das ist eine Sache, mit der darfst du überhaupt nicht spielen. Das ist das ist so ein Standard, den die Kunden erwarten. Und dann kommt sozusagen das Emotionale. Wie sieht er aus? Die verkleiden ihn zu Weihnachten, die verkleiden ihn zu Halloween. Welchen Namen trägt er? Wie spricht er? Was macht er? Das, was du genau sagst, nehmen ihn so an. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen und Wochen mit super vielen, auch auf EU-Ebene, auf Deutschland-Ebene, über den Gedanken eines EU-weiten Ethiksiegel gesprochen, Robotic KI Ja. oder Robotic AI and Humanity. Und das ist die Grundlage. Wir wollen mit dieser Grundlage noch weiter durch die Labore. Auf der einen Seite nicht nur das, was wir heute machen, wir stellen auch die Frage, muss die TLA, muss diese ich sage, massive Automation in der Art und Weise, ist sie State of the Art? Diese Frage stellen wir, ohne sie zu beantworten. Wir bieten Lösungen an. Und wir sehen, dass die Kunden diese Lösung annehmen. Wir sehen, dass dieser Markt, wir haben es heute gehört, unheimlich angespannt ist. Das heißt, sowohl die Hersteller sind auf dem Kostendruck, sowohl die Kunden sind auf dem Kostendruck. Und das Problem ist, dass die Patienten das dann irgendwann spüren. Weil ohne Diagnostik hast du ja keine Therapie. Und das wissen da viele Menschen gar nicht. Also bieten wir ihnen eine Lösung an, wie sie unheimlich hohe Kosten für eine Einmalinvestition in sogenannte TLA, Automationsstraßen betreiben müssten. Mit der smarten Automation, die wir haben. Und das wollen wir dort weiter etablieren. Gleichzeitig wollen wir jetzt den nächsten Schritt gehen und das Labor verlassen. Wir wollen uns da weiter, das heißt, wir wollen es nicht hinter uns haben, sondern weiter, das ist soweit installiert, etabliert. Aber wir wollen näher an den Patienten. Wir wollen mehr patientennahe Pflege, Assistenten, da auch mehr leisten. Weil wir wollen das, was wir im Labor geschafft haben, diese Entlastung, auch auf ein Patientenzimmer bringen. Wow, also wir haben ja echt viel vor. Und ihr hört es ist ein bisschen laut hier im Hintergrund. Ich hoffe, ihr kriegt alles mit. Ne? So. Aber ich sage es auch immer und bringe es damit auf den Punkt ganz gerne. Das ist die Präzision, die aus der Automotive-Industrie kommt, die wir in den Healthcare-Bereich überführen und da eben die Zuverlässigkeit an den Tag bringen, der den Healthcare-Bereich auch benötigt. Ne? Genau. Also das ist schon ganz wichtig. Und vor allem auch, das ist auch ein ganz großes Thema, liegt auch vielen hier am Herzen. Also es ist einfach der Bereich, dass da gar keine Menschen mehr arbeiten können oder wollen. Die Nachtschichten sind einfach ungünstig, auch für viele Leute und viele Menschen. Und die Robotik, die hilft da einfach. Das ist einfach etwas, was heute schon entlastet. Und wir sind fleißig und arbeiten daran, dass es immer mehr Use Cases gibt, an denen wir einfach zeigen können, Leute, das funktioniert ja schon. Du sagst gerade Use Cases, ne? Ja. Also wenn ich so ein bisschen plaudern darf, Bitte. Du hast ja, wenn ich das richtig wiedergebe, schon 2015 an solchen Use Cases gearbeitet. Damals unter der Flagge Siemens Healthineers. Ne? Right. Und dann hast du jetzt, dann haben wir das Glück gehabt, dich ja zu bekommen. Sag ich mal, du hast ja schon begehrt. Das ist das eine. Und das zweite ist, wie erlebst du sozusagen die andere Seite jetzt, wo du, ne, also du bist immer noch in dem Feld, aber du bist irgendwie in einer anderen Mannschaft. So. Ja, also erstmal, was mich extrem überzeugt hat, war die Erkenntnis, dass nicht nur diese ganz großen Labore, nämlich die da, ich sag mal 5.000, 10.000 Proben oder eben eher noch mehr, 20.000 Proben am Tag testen, dass nicht nur die Automatisierung brauchen, sondern insbesondere auch die kleinen Labore. Und das hat bei mir so einen richtigen Klick getan, wo ich gesagt habe, da will ich dabei sein, da will ich auch was bewirken, da will ich auch in der Zukunft mit gestalten und will einfach auch Lösungen bieten. Und ich fand das so toll, was United Robotics Group gemacht hat, dass ich da einfach mitmachen wollte und das einfach machen, ja? Einfach machen. Das ist so das was es einfach toll macht. Ja, super. Und vielleicht noch mal zu ein anderes Thema. Vielleicht noch mal zu der Zukunft, denn wir haben ja auch noch eine Idee. Wir haben ja noch was dabei, was wir vielleicht
so ein bisschen heute auch schon mal zeigen wollen. Ja. Ja. Und da bist du ja eigentlich jemand, der da sehr, sehr weit vorausdenkt und der die Dinge auch in die Richtung lenken möchte. Vielleicht willst du einfach sagen, was du da im Sinn hast. Ja, ich hab mich lange, also für mich ist es wichtig, ein ehrliches Produkt zu haben. Und ich möchte keine Marketingblase haben. So. Ja. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Art der Robotik dahingehend ändern wird, dass sie auch Beine bekommt. Ja. Oh, So, ja. und auch noch einen zweiten Arm und ein Gesicht. Und wir haben bewusst den Schritt, wir haben angefangen mit stationären Robotern. Wir haben die Software unheimlich trainiert. Wir haben ein hybrides Verfahren entwickelt. Wir haben eine skillorientierte Abfolge entwickelt. Wir haben bekannte Objekte angelernt. Sind dann zu mobilen Robotern gegangen, sind so mit Moped durch die Gegend gefahren. Und wenn wir da, wo ich meinte, eben Patientenzimmer, aber auch Pflege, und wenn wir etwas schaffen wollen, was jetzt auch eine Alternative zu den aktuellen humanoiden Robotern auf dem Markt ist, wofür wir stehen. Ne? Also wir stehen für Humanity. Viele dieser humanoiden Roboter, die heute auf dem Markt sind, haben schon einen sehr militärischen, einen ängstlichen. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich meinen Opa, der heute noch lebt, oder meine Mutter oder wen auch immer verlasse, in dem Sinne, dass ich irgendwo arbeiten gehe und bin vielleicht eine Stunde, 2, 3 entfernt, dann weiß ich heute, zumindest in vielen Ländern, dass ich gar nicht diese Betreuung mehr bekommen kann, die ich bräuchte. Also suche ich nach einer Möglichkeit, dass er sich wohlfühlt und betreut fühlt und aber auch empathisch fühlt. Und diese Empathie packen wir in unseren neuen humanoiden Roboter. Der heißt YuMe. Der steht für You and Me, für You dann letztendlich auch. Und wir werden ihn erstmals launchen, auch hier in den USA, in Las Vegas, auf der CES. Wir haben das Glück, wir haben einen Stand zusammen vom Bundesministerium auf dem deutschen Pavillon bekommen. Und unser Ziel ist es ganz klar, dieses Regelwerk, das wir uns aufgebaut haben. Robotik, KI und Menschlichkeit. Ja. Dass es auch bei den humanoiden Robotern durchgedrungen wird. Wir haben ihn jetzt schon mal geteasert, an die Leute gezeigt. Wir haben auf viele Sachen geachtet, neben dem Design, auch auf die Features und super gutes Feedback gehabt. Du warst ja jetzt auf Sylt, oder? Ja, boah, ich freue mich so. Also da habe ich einen kleinen Teaser zeigen können in einem ganz exklusiven kleinen Team und im Bereich. Und die waren schon alle super begeistert. Wollten ihn eigentlich sofort schon sehen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist er schon mal auf der Leinwand da, aber im Januar wollen wir ihn tatsächlich auch mal vorstellen. Also ich freue mich da riesig drauf. You and me, das ist einfach ein tolles Zeichen auch an die Entwicklung und an die Zukunft einfach auch. Ne? Du hast ja einen guten Job gemacht, fand ich wirklich. Nicht nur ich, anscheinend auch die Zuschauer bei LinkedIn zum Beispiel oder Zuhörer oder die Follower, die haben es ja aufgegriffen. Plötzlich waren da Leute, die über YuMe gesprochen und philosophiert haben, oder? Ja, das war schon toll. Aber ich glaube, der Hype richtig um den humanoiden Roboter, das ist einfach momentan so, dass das jeden interessiert. Ne? Egal aus welchem Bereich die kommen, das interessiert einfach. Das ist eine tolle Technologie, die jeder ein bisschen besser verstehen möchte. Manche haben da auch ein bisschen Bedenken, ein bisschen Angst davor. Aber ich glaube, unsere Idee ist ja, dass wir es für was Gutes einsetzen wollen. AI for good, würde ich das mal umschreiben. Also wir wollen es wirklich für ethisch gute und saubere Technologie umsetzen und wollen dann an der Stelle einfach auch die guten Seiten nach vorne bringen und nicht eben die Dinge, wo die Leute Angst vor haben. Ja, das ist so das, was ich so erfahren habe in dieser kurzen Zeit, wo ich jetzt YuMe vorstellen durfte. Und darf ich dich fragen, ist dir aufgefallen, dass also man sagt ja mal, je nachdem wie das Management tickt, so ticken ja auch das Team darunter. Ja. Wie hast du denn so das Team, konntest du feststellen jetzt in dieser kurzen Zeit, in der du bist ja offiziell seit Januar erst da, wie das Team so die Vorstellung, die Werte, die Ambitionen oder auch die Vorstellung übernehmen? Boah, also seit Januar, das fühlt sich für mich eigentlich schon viel länger an. In der Zeit ist Management-Buyout passiert, es ist ganz viele neue Sachen passiert, viele Kunden, die uns ihren Zuspruch gegeben haben, trotz dieser Situation. Also das fand ich echt beeindruckend.
Und wo du das Team ansprichst, du sagst ja immer, wir wollen das tun. Das heißt ja, dass da ganz, ganz viele Leute dahinter stehen. Und ich finde, die machen alle einen ganz, ganz tollen Job. Wirklich alle sind motiviert und arbeiten daran, dass das Ziel, diesen Fachkräftemangel oder diese Situation in den Krankenhäusern zu verbessern, da arbeiten die alle unermüdlich dran. Und die wissen auch alle, dass es für ein bestimmtes Ziel da ist, nämlich diesen Roboter im Krankenhaus sinnvoll einzusetzen. Und es gibt nichts Schöneres als so eine Motivation. Und das sieht man bei den Menschen und bei unseren Mitarbeitern und dem ganzen Team eigentlich bei jedem Einzelnen. Und das hat mich echt schwer beeindruckt. Ja, danke. Ja. Also kann ich nur bestätigen. Also das ist, ich würde sagen, hört sich vielleicht auch komisch an, man sagt es so einfach, aber ich fühle es wirklich, das ist für mich, ich habe so 2 Familien. Einmal meine kleine Familie zu Hause und einmal die aktuell noch in Stur. Wir werden ja hoffentlich bald umziehen nach Bremen. Und dann, aber es fühlt sich wirklich an wie eine Familie. Und sicherlich ist in der Familie ist nicht immer jeder stimmt dem anderen sofort zu, aber es gibt einen sehr familiären Austausch. Ne? Es gibt auch sehr viel Vertrauen. Und wir sind jetzt hier in Chicago in den USA und die sind in Deutschland oder auch beim Kunden und so weiter. Du kannst dich auf jeden 100% verlassen, auf jeder Zeit. So, und die stehen, und man merkt auch, wir stehen wirklich immer zusammen. Und das Schöne ist, wir lächeln auch und lachen immer so viel zusammen. Wir haben immer, irgendeiner hat immer noch einen. Ja, genau. Es ist immer irgendein Witz oder irgendeine Aktion, die dann. Ja, vielleicht warten wir noch mal kurz. So. Ja, aber ich finde es wirklich super. Also, und ich meine, da gibt es eigentlich gar nicht viel mehr hinzuzufügen. Ja. Ich finde es, momentan sind wir auf einem mega tollen Weg. Ja. Und ich freue mich auch darauf und vielleicht können wir uns das auch in der Zukunft vielleicht einfach noch mal einen Moment dann irgendwann nehmen und so reflektieren, was gelaufen ist. Aber jetzt freue ich mich auch auf Chicago, weil das ist wirklich eine tolle Stadt hier. Und ich freue mich auf den Independent Day mit dem Team. Ja. Und dann auf Las Vegas für die Veröffentlichung und auf das zweite halbe Jahr. Ich glaube, das wird super spannend. Ja. Wir haben tolle Leute on board, auch Unterstützer. Wir werden ein Advisory Board vorstellen. Wir werden noch das eine oder andere Teammitglied bekommen. Aber wir werden noch weitere Installationen machen, darauf freue ich mich auch. Und auf das, was kommt. Wunderbar. Das war ein sehr guter Spoiler. Ne? Und da möchte ich jetzt einfach mal darauf hinweisen, folgt uns und schaut einfach und geht mit uns in die Zukunft. Mit United Robotics Group auf dem Weg in die Zukunft.